lieber Zentralvorstand, liebe Clubpräsidentinnen und Mitglieder, liebe Anwesende. Leider ist es mir aufgrund meiner Verpflichtungen im Ausland nicht möglich, an der Schweizer Herbstkonferenz teilzunehmen. Ich möchte Sie deshalb mit diesem Video ganz herzlich begrüßen. PPW International traf sich vom 26. Dezember bis zum 2. Oktober 2021 im Berner Oberland zu seiner jährlichen Tagung. Mit Ausnahme unserer Regionalkoordinatorin von Nordamerika und der Karibik, Don Williams, und unserer jungen BPW-Repräsentantin Tommy Odunsi, war der gesamte Vorstand anwesend. Die beiden fehlenden Mitglieder schalteten sich jeden Tag zu und nahmen aktiv an den Sitzungen teil. Die Hauptthemen unserer Sitzung waren die Konzeption von Webinaren, die Entscheidung, wer Webinare anbieten darf, sowie die Planung der weiteren Newsletter. Ein wichtiger Diskussionspunkt war auch der Gebrauch der sozialen Medien. Das Thema dieses Trienniums ist neue Aktionen durch Kooperation. Mein Ziel ist es, unsere Leistungen und Kompetenzen aufzuzeigen, damit wir sowohl in vertikaler Richtung, das heißt also Clubs, Verbände mit der Region und BPW international zusammenarbeiten können, als auch in horizontaler Richtung Clubs und Verbände unter sich. Beides soll durch den Eintrag all unserer Projekte auf der Webseite unter Projects erreicht und durch ein internationales Branchenverzeichnis ermöglicht werden. Erste Zeichen des neuen Trienniums waren der Newsletter, der bereits 5-mal erschienen ist, und eine neue partizipative Webseite. Neu erscheint der Newsletter in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und nun auch auf Deutsch. Die Nummer 6 erscheint zu Beginn des Monats November. Die alten Nummern sind auf der Webseite unter Newsletter auffindbar, wo Sie sich auch eintragen können. Weitere Neuerungen sind Partnerschaften mit der Italian Exhibition Group, dem African Union Business Council und dem Elektrokonzern Engie. Da alle Executive-Mitglieder einen sehr knappen Zeitplan hatten, konnte sich der internationale Vorstand nicht mit Vertreterinnen des Schweizer Vorstandes treffen. Wir hoffen, dies aber im kommenden Jahr nachholen zu können. Alle möchten Sie mit nachfolgender Botschaft wenigstens virtuell grüßen. My dear sisters across the whole world of PPW, it's my real pleasure to be here with you. I am Dr. Emenia Asfour. I am the immediate past international president of PPW International. The theme triennium is New Actions Through Cooperation. Cooperation from all of you to send your projects to the SDGs, to all the progress that you have done, to go ahead with empowering of women across the whole world. I am Jularat Isranku Naitya, Vice President for United Nations. To work with United Nations is very important to all of us. Me and our representative and standing committee to UN, we are here to help you for your own benefit. Please connect us with our website, click at United Nations link. Please take care of yourself. My BPW sister in all over the world. I am Giuseppina Sedita, Vice President Membership. In my action plan, I have 4 keywords: leadership, experience, competence, membership. They are the main tool to achieve our goals. Our goals is to promote membership in all the world and to create our association very interesting and attractive. Thank you. I am Eufemia Ippolito, BPW Executive Finance Officer. My financial policy is respect the principle of legality, clarity, transparency, and financial consolidation to optimize the economic situation of BPW International and
in accordance with the duties of the Executive Finance Officer as per the procedure manual. Greetings to our BPW sisters around the world. My name is Jenny Gulabani Abdullah. I am the Executive Secretary at BPW International. I would like to invite you to join us in strengthening our organization. One of the ways we can do that is by strengthening our Constitution. And I would like all of you to be a part of it. So please do come forward if you do have some expertise, and if not, we will learn along the way while we strengthen our organization in strengthening our Constitution. I invite you. Please come along. Thank you. My name is Tommy Odunsi Fadino, and I am Young BPW International Representative. My job is to integrate intergenerational connection and dialogue within the organization. I would like to encourage young members to keep being motivated and inspired by the works of Linda Madison Phillips and great women of this organization. And also, let us set the pace for the next 200 years like they did 91 years ago. Hello, my sisters all over the world. My name is Hadia Gonji. I am a member of BPW International and African Residence Coordinator for the triennium 2021-2023. BPW Africa has partnership with Sokuku, an African platform to strengthen African women to e-commerce, as well as COMFEB, COMESA Business Women Council, which also help to facilitate e-trade in all over Africa. So we are strengthening and we are trying hard to increase membership, especially for the young ones. Thank you very much. Greeting to you all, my BPW sister around the world. My name is Dr. Naridi Kingsiri. I'm the Regional Coordinator for Asia Pacific region. We have more than 3,000 members in 21 countries. We divided into 5 sub-regions: Asian, East Asia, Oceania, West Asia, and South Asia. For this coming year, on the 6th, 7th, and 8th of November, we are having the Asia Pacific Regional Conference in Bahrain. And for the first half of 2023, we are having the 3rd Young Symposium in Taiwan. So I'd like to invite all of you to join us. Please come and join us. Thank you. Dear members of BPW International, my name is Anno Wicks. I am the Regional Coordinator of BPW Europe. I would like to include all the members into activity of BPW Europe and the BPW International. I am looking for all new ideas, new projects, and I want to inspire women to take action, to find better business opportunities, and to be good leaders. Inspired women and inspired leaders lead other women through inspiration and give them new ways. Together, we are strong. I am Diana Barragan, Regional Coordinator for Latin America. As a member of the International Executive, I serve as a bridge between the executive and the region. My main goal is to strive for the region to grow, to become stronger, and to be fully included in the international BPW community. Hello everyone, greetings from the Twin Island Federation of St. Kitts and Nevis. My name is Dawn Williams, Regional Coordinator for North America and the Caribbean. We operate as one team for the economic empowerment of women and girls. Over the next 3 years, we'll have a laser-sharp focus on compliance, training and development, and growth, as we see these as the key hallmarks for making gender parity a reality. Im internationalen Bereich haben wir vor knapp einem halben Jahr mit einem neuen Vorstand
einem teilweise neuen Team im President's Office das Triennium 2021 bis 2024 gestartet. Neue Direktorin des President's Office ist meine Clubkollegin Trudy Morell, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Ich bin Trudy Morell Neuhaus. Neu die President's Office Director. In meiner neuen Tätigkeit darf ich unserer Präsidentin beistehen in all ihren verschiedenen Tätigkeiten, wie Organisieren von Treffen, Sitzungen, Reisen und auch natürlich E-Mails beantworten. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich an mich wenden. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und bin auch in der Lage, Ihnen auf Englisch, Italienisch und Spanisch, nebst Deutsch und Französisch natürlich, Auskunft zu geben. Unsere Webmasterin und IT-Expertin ist ebenfalls eine Schweizerin. Mit Ursula Schmid, der ehemaligen Präsidentin von Davos Klosters, habe ich eine Fachfrau gefunden, die nicht nur vom IT-Bereich sehr viel versteht, sondern auch von BPW. Ohne sie wären all unsere Neuerungen nicht möglich gewesen. Für die Webseite haben wir uns hohe Ziele gesetzt. Die wichtigsten sind: Die Webseite fördert die Sichtbarkeit von BPW International, informiert und erweitert das Wissen über unseren Verband, stellt seine Dynamik dar und fördert die Vernetzung. Sie ist für alle Geräte geeignet, anschaulich, klar und in einem zurückhaltenden, modernen Stil. Und sie ist immer auf dem aktuellen Stand. So soll sie zur täglichen Lektüre einer BPW werden. Diese Ziele erreichen wir zum Beispiel, indem dafür viele BPW zusammenarbeiten. Die Webseite ist partizipativ. Alle Mandatsträgerinnen berichten auf ihrem News-Channel aus ihren Ressorts. Das ist eine Herausforderung, viel Arbeit und braucht ein gutes Gespür dafür, was die BPW wissen wollen. Die Vizepräsidentin Membership hatte bereits einige neue Clubs zu vermelden und neu auch eine neue Föderation. Die Regionalkoordinatorin von Europa berichtet von regionalen Webinars oder Workshops oder auch vom President's Meeting in Barcelona. Und dazu meldet sich auch die Präsidentin regelmäßig in ihren President's Messages. Alle News aus allen Ressorts sind auf der News-Seite chronologisch nach ihrem Erscheinungsdatum aufgeführt. Woher sie kommen, zeigt hier der goldene Link zum News-Channel. Wer hier scrollt und regelmäßig liest, ist up-to-date über das Geschehen bei BPW weltweit. Das Ziel der Sichtbarkeit von BPW fördern heißt, dass wir die BPW-Leistungen zeigen. Dies tun die Projekte. Sie sind neu alle auf einer Plattform gesammelt. Wer hier sein Projekt registriert, macht seine BPW-Arbeit sichtbar. Auf dieser Plattform können alle Projekte nach gewissen Kriterien durchsucht werden, zum Beispiel nach der Kategorie wie die Club and Federation Projects, da gibt es ziemlich viele, oder nach Land oder auch nach SDGs oder BPW Topics, zum Beispiel SDG 5, Gender Equality. Für jede Projektkategorie gibt es hier die Anleitung zur Anmeldung. Und hier sind die Links für die Registration zu finden. Das Ziel der Vernetzung fördern wir auch mit den Social Media, zurzeit nur auf Facebook. Die Social Media sind zwar schnell und aktuell, aber sie sind nur für BPW mit einem entsprechenden Account erreichbar. Grundsätzlich ist daher die Webseite die Hauptinformationsquelle. Sie bietet auch eine
Kommentarfunktion und fördert so die Vernetzung. Die Social-Media-Kanäle sind ihr nachgeordnet. Auf der Webseite haben alle Menschen Zugang und Einsicht. Und in diesem Sinne herzlich willkommen auf bpw-international.org. Es ist mir eine große Freude, bei dieser Gelegenheit auch meine Kollegin und Vorgängerin im Amt, Dr. Antoinette Rüegg, vorstellen zu dürfen. Sie ist auch Vorsitzende der Internationalen Taskforce Leadership und Lifelong Learning. Antoinette ist die treibende Kraft hinter dem Branchenverzeichnis. Eine solche Neuerung einzuführen, kostet viel Geld. Ohne den großzügigen Beitrag einer anonymen Spenderin wäre diese neue Aktion nicht möglich. Ein ganz großes Dankeschön für das immerwährende Engagement. BPW International offeriert jedem Mitglied unentgeltlich ein wichtiges Networking-Werkzeug, ein internationales Branchenverzeichnis. Ende November beginnt die Testphase des internationalen Business and Services Directories. Jedes Mittun in der Testphase hilft BPW, das Branchenverzeichnis noch besser an unsere Verbandsbedürfnisse anzupassen. Das heißt, jedes interessierte Mitglied kann sich auf der internationalen Webseite anmelden. Die Informationen im Directory gibt es nicht nur auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, sondern ebenfalls auf Deutsch. Das Branchenverzeichnis enthält 20 Branchen, die je in einen Sektor Handel, Produktion und Service unterteilt sind. Es gibt wenige Pflichtdaten und einige Daten, die freiwillig eingegeben werden können. Das Branchenverzeichnis gibt allen BPW-Mitgliedern die Möglichkeit, sich international zu vernetzen. Sie finden ebenfalls weltweit Mitglieder, die sich als Expertinnen, Mentorinnen oder Referentinnen zur Verfügung stellen. Da nur die Clubpräsidentin weiß, ob ein Mitglied wirklich ein Mitglied ihres Clubs ist und den Mitgliederbeitrag bezahlt hat, kann sie dies mit einem einzigen Klick bestätigen. Sie erhält eine E-Mail mit dem Namen und dem Beruf der Antragstellerin und klickt entweder auf das Feld bezahltes Mitglied oder auf das Feld kein Mitglied. Also eine Kontrolle mit minimalem Aufwand. Ein Klick. Die Landespräsidentinnen erhalten demnächst Informationen mit der Bitte, einen Brief von BPW International mit allen Details an jede Clubpräsidentin weiterzuleiten. Die Informationen für jede Clubpräsidentin werden nicht nur in diesem Brief bekannt gegeben, sondern ebenfalls auf der internationalen Webseite. Und dies nicht nur in allen offiziellen BPW-Sprachen, sondern, wie Sie wissen, ebenfalls in Deutsch. Das Directory zeigt die Kompetenzen und Potenziale unserer Mitglieder nicht nur gegen innen, sondern auch gegen außen. Das heißt, unsere Potenziale als Berufs- und Geschäftsfrauen werden sichtbar. Frauen haben von Natur aus die Tendenz, sich in den Schatten zu stellen. Das Branchenverzeichnis fordert uns heraus, unsere beruflichen Kompetenzen zu zeigen. Etwas, was Männer mit größter Selbstverständlichkeit tun. Schließen wir uns dieser Selbstverständlichkeit an und bitte registrieren Sie sich bereits für die Testphase. Sie brauchen dazu nichts Neues auf Ihr Handy herunterzuladen. Das Directory ist eine Web-Applikation für alle Geräte. Wie gesagt, finden Sie alle Informationen auf der internationalen Webseite. Tragen Sie dazu bei, dass BPW ab Mitte des kommenden Jahres als erste internationale Frauenorganisation seinen Mitgliedern ein digitales, internationales Branchenverzeichnis zur Verfügung stellen kann. Das internationale Directory, die Member Projects und die Sammlung der Titel der Club- und Landesprojekte sind eine handfeste Realisierung unseres internationalen Themas Neue Aktionen durch Kooperation. Das Directory zeigt unsere Kompetenzen
und die Sammlung aller BPW-Projekte unsere Leistungen. Und nun informiert sie Daniela Rigassi über die Projektadministration. Ich heiße Daniela Rigassi. Ich bin von Beruf Projektleiterin und bei BPW International bin ich Administratorin für die Projekte. Als Administratorin unterstütze ich euch beim Registrieren der Projekte, also wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Beim Publizieren, wenn ihr ein Projektereignis, News zu eurem Projekt habt, sagt mir das oder schickt mir eine E-Mail und ich leite das dann weiter an unseren Webmaster Ursula und sie wird es dann publizieren. Des Weiteren erstelle ich Statistiken und Booklets, welche ihr dann zum Beispiel für Sponsorensuche brauchen könnt. Dann könnt ihr selbstverständlich auch zu mir kommen, wenn ihr Fragen zur Projektführung allgemein habt. Und für was ich auch immer zu haben bin, das ist Anregungen oder Verbesserungsvorschläge. Gerne möchte ich alle Anwesenden ermuntern, sich auf der internationalen Webseite zu informieren, den Newsletter in ihrer Sprache zu abonnieren und sich auch in Projekten zu engagieren. Projekte zeigen unseren Einfluss und unsere Kraft zur Veränderung. Für BPW International sind sie außerdem wichtig im Bereich unserer Partnerschaften und bei der Akquirierung von Sponsoren, bei Wettbewerben, die auf der Ebene der UNO ausgeschrieben werden. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich für BPW einsetzen und für die Ziele unseres Verbandes arbeiten. Möge Ihre Mitgliedschaft bei BPW eine aktive Zusammenarbeit im Sinne von neue Aktivitäten durch Kooperation sein. Genießen Sie alle die Herbstkonferenz und auf baldiges Wiedersehen hoffentlich.